ich trete Ihnen hoffentlich nicht zu nah, aber was bei Ihnen so vom Äußeren, außer dass da vegan draufsteht, ja. Compassion, Non-Violence, for people, for the planet, for the animals. Ja. Was ansonsten bei Ihnen auffällt, außer Sie sind schlank, sportlich, dass Sie so ganz wenig Kopfbedeckung haben. Ja, nicht nur das. Ja. Erzählen Sie mal nur ganz kurz, wenn Sie mögen, warum sehen Sie so aus, wie Sie aussehen? Mache ich sehr gerne, ja. Das werdet euch sicherlich auch schon gefragt haben. Also es gibt keine schulmedizinische Erklärung dafür. Also es ist halt eine Autoimmunerkrankung. Das ist durch mein ganzes Leben lang ist das schon so gewesen und irgendwann sind die halt total aufgefallen. Und seitdem habe ich halt keine Haare. Also ab und zu kommt halt ein paar Haare und so, aber ja. Es gibt keine Es gibt sowas, wo der Körper gegen sich selber reagiert und schwupp, die Haare sind irgendwann weg. Genau. Gut. Und das ist auch alles schon passiert, bevor ich vegan war, nur falls die Frage kommt. Die Frage ist, ob das der Grund ist. Das könnte ja auch ein Grund sein, warum man Veganer wird, weil man Hoffnung hat, die Haare kommen alle wieder. Das war sicherlich auch ein Grund, aber als Triathlet guckt man natürlich immer irgendwo auf die Leistung. Und ich war relativ oft krank gewesen im Jahr 2013. Ich habe gar nicht mehr gewusst, was ich essen soll. Ich habe unglaublich viele Bücher, Zeitschriften gelesen. Ich war verwirrt. Ja. Werdet sicherlich selber wissen, man schlägt hier eine Zeitung auf, da eine Zeitung auf, da wird das gesagt, ja, was soll ich das machen. Ja. Und ich wusste gar nicht mehr, was ich essen sollte. Ich wusste allerdings, dass Fleisch und Wagen so ist halt unglaublich schwer verdaulich. Ja. Und das konnte ich halt nicht essen zwischen den Trainingseinheiten. Und ich wusste aber dann trotzdem auch nicht, was ich essen sollte. Ja. Und dann habe ich halt mich von Kaffee ernährt, sag ich jetzt mal, ja, also mich quasi hochstimuliert. Und dann bin ich halt oft krank geworden, sag ich mal. Ne. Und dann gab es ein Ereignis bei meiner Großmutter. Genau, ihr werdet sicherlich kennen, ja, Großmutter, das meint halt gut. Ach, erstmal kurz vorab eine Frage. Ich will das aufnehmen. Hat er mit jemandem ein Problem, wenn ich das aufnehme? Oder? Ja, kein Problem. Wir müssen schon gucken, ob jetzt jemand Einspruch erhebt, aber wenn er kein Problem mit ist, kannst du das weitermachen von meiner Seite aus. Das ist übrigens, wenn Sie das auch als Studentin machen wollen irgendwo, fragen Sie bitte immer vorher. Mir ist das früher mal in Vorlesungen passiert, da saßen die da und hier, wie gesagt, der Respekt erwartet das schon, dass man fragt, ob man das darf oder nicht darf. Ne? Und dann habe ich es ihm aus Prinzip besser verboten. Obwohl es ist mir wurscht eigentlich, ne? Nur dass man weiß, dass man das nur zum persönlichen Gebrauch macht und die andere Meinung korrekterweise fragt. Ne? Genau, gut. Da war ich mal bei meinen Großeltern gewesen, ne? Da gab es halt Lasagne, was ist in der Lasagne drin? Hackfleisch, Creme fraiche und so weiter und so fort. Es gab es zum Mittag und ich wollte abends mit meinem Onkel noch schwimmen gehen und es lag halt immer noch in meinem Bauch drin und ich dachte so, okay, vielleicht ist das doch alles nicht so von Vorteil, diese tierische Ernährung. Und dann wurde mir ein Buch in die Hand gedrückt und das habe ich mir durchgelesen und dann habe ich das quasi ausprobiert, wollte ich erst 30 Tage nur machen und dann bin ich halt einfach dabei geblieben. Also, es war ein Selbstläufer, sage ich jetzt mal. Genau. Wer von euch kennt denn das so, wenn man jetzt von der Uni kommt, man hat vielleicht eine Klausur geschrieben oder irgendwas Anstrengendes halt gemacht und man kommt nach Hause und denkt so, boah geil, jetzt kann ich aber mal ein Stück Kuchen essen, das habe ich mir verdient oder jetzt Schokolade oder ein Burger oder so. Werden sicherlich sehr viele von euch kennen, denke ich, oder? Ja, hier eigentlich schon wie das Kopfding, gut. Ja. Und warum das nicht gut ist, Herr Gabi hat es schon so ein bisschen angesprochen, werden wir gleich sehen. Sie wissen noch nicht, auf welcher Seite ich stehe. Ja, das ist okay. Und ob ich überhaupt auf einer Seite stehe. Das ist auch okay. Sie können machen, was Sie wollen. Geht's jetzt? Ist jetzt von was zu sehen? Ja, ist das zu sehen. Okay. Jetzt. Okay. Ja, wie gesagt, ich habe halt auch diese Low-Carb-Diät probiert, ja, und dabei habe ich halt 7 Kilo zugenommen damals. Da habe ich gemerkt, okay, funktioniert nicht so gut, ja, ich habe wirklich Hardcore Low-Carb gemacht und ich habe versucht, laufen zu gehen, ja, und es ging halt nicht mehr. Also ich bin losgelaufen, wollte halt laufen so wie früher und
bin nach, ich weiß nicht, nach 1,5 Kilometer oder so muss ich halt gehen, ja, weil es einfach, der Blutfluss war halt so langsam, ich konnte es nicht mehr, es ging einfach nicht mehr. Ja. Wie gesagt, ich habe vieles durchprobiert, ja. Und da gibt es ein schönes Buch, das ist eigentlich das Buch, worauf sich die vegane Ernährung so stützt. Ja. Da geht es quasi um die längste durchgeführte Ernährungsstudie, die es halt jemals gab. Und das ist von T. Colin Campbell. Und wenn ihr wollt, ich werde jetzt nicht auf einzeln eingehen, das ist ein bisschen zu viel, aber wenn ihr euch wollt, dann könnt ihr das euch gerne auch mal mitnehmen oder wie auch immer. Oder euch selber kaufen, kann ich euch nur empfehlen. Genau. Ja, da gibt es natürlich auch viele Leute, die das auch selber machen, zum Beispiel Carl Lewis, ja, der war Veganer ab 1990 und er hat halt auch gesagt, ja, ich brauche keine tierischen Produkte, um Olympiasieger zu sein. Aber darauf werden wir später nochmal kurz kommen. Genau. Um nur nochmal eine Statistik anzuführen, die Kenianer essen 77% Kohlenhydrate und ihr wisst sicherlich, was Kenianer machen, die laufen unglaublich schnell, ja, oder auch Äthiopier. Ja. Und im Vergleich dazu, die amerikanischen Läufer nur 50%. Ja. Kann man mal drüber nachdenken. So, als Einstiegszitat habe ich mir das von Einstein genommen. Es hat jetzt nicht viel mit Gesundheit zu tun, aber er hat halt auch schon erkannt, ja, dass die Menschen wahrscheinlich vegetarisch oder vegan nur so überleben werden. Und ja, könnt ihr euch das selber durchlesen, kurz mal. Genau. So, dann habe ich mir eine Überschrift ausgedacht, ja. Veganismus mehr als ein Gemüse-Hippie-Sandalen-Lifestyle. Ich glaube, das ist halt bei vielen noch so im Kopf, ja. Dass halt ein Veganer halt so total öko nur rumläuft, irgendwie mit Sandalen und nur Gemüse isst, ja. Und mit dem Klischee will ich auch ein bisschen aufräumen. Das ist die Frage, was ist Veganismus? Herr Gabriel hat es schon angesprochen. Also Veganer essen gar keine tierischen Produkte im Gegensatz zu Vegetariern. Vegetarier essen halt auch noch Milchprodukte und Honig zum Beispiel oder Eier auch. Und der Veganer isst halt nichts davon. Und Veganismus ist natürlich, wenn man halt alle tierischen Produkte an sich auch meidet oder halt alles, was mit Tierkonsum zu tun hat, meidet. Ja. Da gibt es den Unterschied vegan essen oder vegan leben. Ja, das ist relativ klar, denke ich. So. Es gibt 4, das ist dunkel, ne? Kann das sein? Ja, vielleicht vorne das Licht mal ausmachen. So, besser? Ja, das auch noch. Willst du auch noch aufmachen? Okay, gut. Könnt ihr mich noch sehen? Gut. Also, es gibt 4 Gründe, warum Leute Tierprodukte konsumieren. Und das ist zum einen die Gewohnheit, Tradition, die Verfügbarkeit und der Geschmack. Wobei der Geschmack, naja, da bin ich nicht so ganz einer Meinung, aber auf jeden Fall die Gesellschaft bei Gewohnheit, Tradition und Verfügbarkeit die entscheidende Rolle, denke ich. Wenn ihr euch das Baby anguckt, ja, will es das Lamm essen? Ich glaube nicht. Ich sage immer, legt einem Baby halt einen Apfel hin oder eine Mango oder eine Banane, was auch immer, und dann daneben einen Hasen. Und wenn es den Hasen isst, dann bin ich auch bereit, wieder ein Stück Fleisch zu essen. Ja, das wird nicht passieren, denke ich. Kann auch wieder nachvollziehen. Geschmack, naja, ist halt die Frage, wenn ich jetzt direkt zu der Kuh gehe und mir das Stück Fleisch da rausschneide, wie auch immer, und dann reinbeiße, ich glaube, es wird nicht so gut schmecken. Man muss halt immer damit was machen, kochen, braten, grillen. Und dann würzen und Gewürze, ihr wisst, was es sind. Ja, das sind Pflanzen. So. Um gleich mal mit der Proteinfrage aufzuräumen, ja, das ist die Frage, die also für mich am häufigsten gestellt wird, ja, oh mein Gott, Veganismus, wo kriegst du deine Proteine her? Die sind doch essentiell, ja. Und die Antwort ist darauf, jede Pflanze hat alle 8 essentiellen Aminosäuren und auch alle Fettsäuren. So. Darüber kann man erstmal nachdenken und ja, hier, wenn ihr den fragen würdet, wo die Proteine herkriegt, ich glaube, weiß ich nicht. Also ich würde ihn nicht fragen. Ja? So. So, genau. Viele sagen dann, aber Franz, ja, viele kommen zu mir, was ist los? Alle haben früher Fleisch gegessen und wir sind darauf involviert und was weiß ich, habe ich alles schon gehört. Und da gibt es hier in der Nature, wurde das publiziert,
Da gibt es halt hier vor 2 Millionen Jahren, heißt das, die frühesten Diäten, da haben sie halt Spuren von Früchten gefunden, von Gras und so weiter und widerlegt ein bisschen, würde ich meinen, die Vorstellung, dass früher sehr viel Fleisch gegessen wurde. Ja. Sicherlich wurde auch Fleisch gegessen, also es gibt halt, ja, man muss sich die Welt halt angucken, ne? Wo gab es halt Früchte und wo halt nicht. Ja? Und je nördlicher man gekommen ist, da gab es natürlich im Winter nicht so viel Früchte, ja, zum Beispiel, und das musste man machen und musste halt jagen gehen. So. Dann musste man halt Fleisch essen, um zu überleben. Ne? Energiezufuhr essentiell. Aber ja, es gab halt schon immer Leute, die halt pflanzliche Nahrung konsumiert haben, Früchte und so weiter und stärkehaltige Nahrungsmittel auch. Dann will ich kurz was zum Stress sagen. Wie ihr sicherlich wisst, es gibt produktiven Stress, unproduktiven Stress und es gibt auch den Ernährungsstress und der wird hervorgerufen durch ungesunde Ernährung. Was heißt ungesunde Ernährung? Könnt ihr euch durchlesen. Auftreten durch ungenügend Vitamine, Mineralien, Enzyme, Ballaststoffe und so weiter. Dann natürlich auch den Unterschied, das hatte ich vorhin schon angesprochen, zwischen der Nahrung erfüllte Energie und der von Stimulanzien hervorgerufene Energie. Ja, das ist ganz wichtig. Ja, habe ich vorhin schon erklärt, wenn man nur Kaffee trinkt, dann denkt man, oh, man hat Energie, aber das kommt halt alles zurück. Ne? Es gibt erst einen Hoch und dann einen Tief. Genau das gleiche ist auch mit dem Zucker, vor allen Dingen. Ja, wenn man halt raffinierten Zucker nur isst, dann gibt es halt auch erst einen Hoch, aber kurz danach immer ein Tief und ist halt auch nicht so gut. Ja. Genau, der Energieverlust durch tierische Nahrung ist sehr hoch für Umwelt und Mensch, für den Menschen. Natürlich, ihr müsst euch vorstellen, das Fleisch zum Beispiel oder auch der Quark, ja, das hat halt ein ellenlanges Protein. Ja. Und um das runterzubrechen in die Aminosäuren, die eigentlich auch wirklich benutzt werden können vom Menschen, ja, da braucht es halt unglaublich viel Energie. Ja. Ist die Frage für den Sportler, ist das sinnvoll? Eher nicht, denke ich. Ja. Also, werdet ihr jetzt sicherlich mitgehen. Und ja, das erstmal dazu. Was verringert jetzt Ernährungsstress? Natürlich die richtige Ernährung, zum Beispiel Früchte verringern den Ernährungsstress ungemein, haben unglaublich viele Mineralstoffe, Vitamine, Ballaststoffe und so weiter. All das haben tierische Nahrungsmittel nur in sehr geringem Maße. Ja? Wenn wir gleich noch drauf kommen, ich werde euch dann noch was zeigen. Die pflanzliche Nahrung ist leichter verdaulich, man kann schneller Energie bereitstellen und die Glykogenspeicher werden schneller aufgefüllt. Ja, es gibt halt Kohlenhydrate, da werde ich sicherlich darauf einlassen, wenn ich sage, dass es halt vor allen Dingen in pflanzlicher Nahrung vorkommt, außer in den Milch- und Milchprodukten sind halt auch Zucker drin von der Laktose, aber ansonsten halt nur in Pflanzen. Und schnellere Auffüllung von Glykogenspeichern ist natürlich für, ich denke mal, ja, jeden Sportler, vielleicht außer Schachspielern oder so, sehr, sehr wichtig. Und das habe ich auch schon gesagt, hier Mineralien, Vitamine und so weiter, alles in den Pflanzen enthalten. Und was ganz wichtig ist, ist der letzte Punkt, und zwar, man kann eine bessere sportliche Leistung erreichen, meiner Meinung nach, ohne zu hungern, ja, und sich dadurch metabolischen Schaden zuzufügen. Also ich hatte mir halt auch wirklich metabolischen Schaden zugefügt, ich habe das dann mal durchgerechnet im Nachhinein. Ich habe vielleicht, wenn ich 4-5 Stunden trainiert habe, trotzdem nur 2.500 Kalorien gegessen, Maximum. Ja. Und das ist natürlich sehr wenig, wenn man 4-5 Stunden trainiert. Ja, und dann, als ich damit angefangen habe, mich so zu ernähren, wie ich das jetzt tue, da habe ich natürlich auch erstmal zugenommen. Aber es ist ein Prozess der Heilung, weil wenn du metabolischen Schaden hast, musst du natürlich erstmal heilen. Deswegen nehmen die Leute, die anorexisch sind oder waren und dann merken, okay, ich kann halt normal essen, dann nehmen die halt erstmal wieder zu. Aber es ist ein Prozess der Heilung. Genau. Ist die Frage, vegan essen, ist es überhaupt gesund? Und wie ich, ja, die Folien hängen alle so ein bisschen miteinander zusammen, das werdet ihr merken. Wenn ich jetzt isoliertes Proteinpulver habe, raffinierte Öle und raffinierten Zucker, habe ich natürlich alle Makronährstoffe irgendwie abgedeckt. Ja? Aber was fehlt? Die Mikronährstoffe. Ja? Das ist ganz wichtig. Deswegen, man kann sich natürlich so ernähren. Ist es gesund? Ist es vegan? Ja, aber es ist natürlich nicht gesund.
So, Herr Gabriel hat es auch schon angesprochen, ja, die Schlüsselpunkte sind auch wie beim normalen Essen, sage ich jetzt mal, man sollte genügend essen. Ja, das ist ganz wichtig, habe ich vorhin gerade gesagt. Ich sage immer zu den Leuten, das war auch auf einer Folie von der Frau Hübscher, ich weiß nicht, wer sie noch kennt, ich kenne sie alle, die hat gesagt, 10 Gramm Kohlenhydrate pro Kilogramm Körpergewicht. Und das ist auch mein Einstieg, also ich orientiere mich daran, alles andere kommt alleine da zusammen. Ja. Also alles andere meine ich, die Proteine und die Fette kommen dann alleine zusammen. Ich fokussiere mich auf die Kohlenhydrate, wenn ich die habe, weiß ich ja eigentlich ganz genau, wenn ich genügend esse, habe ich auch genügend Proteine, Aminosäuren und Fettsäuren. Ausgewogen, vollwertig essen, so wenig raffiniert wie möglich, so unbehandelt wie möglich. Genügend Wasser trinken, das ist natürlich ganz essentiell. Und was kann man als Veganer essen? Habe ich hier jetzt mal aufgezeigt. Obst, Salat, Gemüse, Getreide, Hülsenfrüchte, Süßgräser, Nüsse, Samen und Pseudogetreide. Pseudogetreide, weiß ich mal was das ist? Nein? Das sind eigentlich Samen, ja, die aber sehr viel Stärke enthalten. Und das war quasi Buchweizen ist ein Pseudogetreide, Amaranth ist ein Pseudogetreide, Quinoa ist ein Pseudogetreide und haben so ähnlich viel Kohlenhydrate wie zum Beispiel Haferflocken oder so. Genau. Und die haben kein Gluten. Das ist ganz wichtig. Es gibt viele Leute, die haben Glutenunverträglichkeit und so weiter. Viele sagen zu mir, Franz, aber jetzt ist es ja so, ich bin Student und naja, ich habe jetzt nicht so viel Geld. Wie ist das mit der veganen Ernährung? Ist das teuer oder wie auch immer? Oder ist es billiger? Und wenn ihr euch das anguckt, werdet ihr sicherlich mit meiner Aussage mitgehen, dass die Grundnahrungsmittel, die hier aufgezeigt sind, alle relativ preiswert sind. Ja? Geht ihr doch mit, oder? Reis ist das billigste Nahrungsmittel der Welt und der Hauptteil der Welt ernährt sich von solchen Nahrungsmitteln. Ganz wichtig. Und ihr habt ja gesehen, genau, ja, aber das sind ja alle stärkehaltige Nahrungsmittel. Stärke wird runtergebrochen im Körper zu Zucker, aber macht Zucker nicht dick, macht Kohlenhydrate nicht dick. Und darauf ist die Antwort folgende. Upala. Fenster sammeln erstmal. Hä? Fenster sammeln. Fenster sammeln? Schließen, Systemeinstellungen oben schließen. Systemeinstellungen Oben ganz links oben. Warte, ich komme nochmal, Franz. Komm her. Mach du mal. Na, das geht nicht weg. Dann machen wir es hier rein. Weil die Präsentation noch läuft. Okay. Haben wir irgendwie Ton? Ja, wenn du läufst. Ich hätte auch eine Box anschließen können. Ja, okay. Wheat belly and ring brain have solved the obesity crisis in America. And by eating the foods that actually make everyone fat. It's a miracle.
So. Ist, denke ich, klar die Message. Ja. Sie fragen natürlich auch, was ist überhaupt so schlecht an tierischen Produkten. Ja. Und natürlich mit dem Nährwert, das habe ich vorhin schon ein bisschen erwähnt, oder mit der Nahrungseffizienz auch. Aber alles, was da steht, Cholesterin, Purine, Transfette, heterozyklische Amine, sind konnotiert, zumindest mit schädlichen Eigenschaften. Ja? Krebsfördernd, diabetesfördernd und so weiter. Hat jemand schon mal gehört, dass Brokkoli irgendwie Diabetes fördert? Ich glaube eigentlich nicht, ja. So. Und natürlich ist auch ganz wichtig, also für mich jedenfalls, dass auch in tierischen Nahrungsmitteln Toxine und Chemikalien gespeichert werden. Ja. Ich hatte ja auch mal ein bisschen Ökologie im Bachelorstudium und ihr müsst euch quasi so vorstellen, wenn ihr die Nahrungskette habt, ja, dann, wenn ihr ein Tier esst, dann seid ihr quasi im Nahrungsglied höher. Ja. Und wenn jetzt aber das Tier schon irgendwelche Toxine gespeichert hat, also von den Pflanzen oder von der Umwelt, dann reichert sich das ja im Tier an. Und wenn ihr das dann nochmal esst, dann reichert sich es auch bei euch an. Für mich ist das keine Option. Ja. Ich gehe direkt zur der Grundlage und habe dieses Problem halt nicht. Der Hauptpunkt für Krankheit sind Entzündungen. Herr Gabriel wird da sicherlich mitgehen. Inflammation ist Stichwort. Und es gibt genügend Studien, die sagen, vollwertige pflanzliche Ernährung reduziert Entzündung, Inflammation. Die wissenschaftliche Evidenz hier, die China Study, also ich habe die deutsche Version, es gibt natürlich auch die englische Version. Ja. Es ist ein Bestseller auch. Steht da noch was wir nicht gesagt haben? Nee. Dann auch hier vom Caldwell Esselstyn Team, Prevent and Reverse Heart Disease, hat er aufgezeigt, wenn quasi Leute Diabetes oder Arteriosklerose haben, eigentlich nur Arteriosklerose hier in dem Fall, dann werden die Arterien freigeblasen. Ja? Macht er auch mit Fotos und so weiter. Setzt die Leute quasi da auf Diät, wobei natürlich muss man aufpassen mit dem Begriff Diät. Ja? Im Englischen ist Diät auch die einfache Ernährung. Ja? Und im Deutschen ist Diät wirklich zeitlich begrenzt und im Englischen halt nicht. Das muss man wissen. Hier das gleiche für Diabetes. Neil Bernard, ein sehr renommierter Doktor, der hat halt auch 70 Paper geschrieben, alles bei PubMed auch online, und wie man quasi Diabetes präventiv behandeln kann oder auch dann rückgängig machen kann. Studien hatte ich vorhin angesprochen, ja, hier auch im Nutritional Journal, Animal Foods, not Plant Foods, cause inflammation. Ja, wie ich das nicht alles vorlesen. Könnt ihr euch gerne an mich wenden dann nochmal. Oder ich kann euch auch die Präsentation rumschicken, wenn ihr das wollt. Ja. Ist auch kein Problem. Also wenn Sie kein Problem hätten, das als PDF umzuwandeln, und ich würde das auf DT Workspace stellen. Na klar, kein Problem, das kriegen wir hin. So, hier auch nochmal, ja, es gibt halt mehrere Studien, die das alles belegen. Es wird immer gemessen, hier in dem Fall an diesem CRP, dem C-reaktiven Protein, und das wird halt signifikant reduziert durch pflanzliche Nahrung. Das ist auch eine Frage, die ich mir am Anfang sehr gestellt habe. Warum wird pflanzliche Ernährung denn überhaupt nicht so promotet wie Tiernahrung? Ja? Ihr werdet sicherlich wissen, ja, macht einen Fernseher an, kommt eine Werbung, ja, springende Tiere, McDonalds freut sich, ja, geht zu Subway essen oder den ganzen tierischen Kram, sage ich jetzt mal. Und danach kommt eine Werbung und sagt, ja, Sie haben Verstopfung, ja, kaufen Sie die und die Pille. Ja. Und das hängt quasi alles zusammen, ja, muss man sich vorstellen. Ja. Das beste Drama, was sich abspielen könnte für die Industrie, ist meiner Ansicht nach, ja, aber nicht nur meiner Ansicht nach, sondern auch von den Doktoren, die ich gerade aufgeführt habe, ist zum Beispiel Low Carb, kriegt Diabetes, geht zum Doktor und nimmt eine Pille. Ja, hat jeder sein Stück Kuchen. Ja, ist so. Wenn du quasi Low Carb isst, dann hat erstmal die Fleischindustrie oder die Tierindustrie allgemein quasi einen Benefit, und dann gehst du zum Doktor, dann kriegt der Doktor seinen Benefit, und dann nimmst du eine Pille, hat die Pharmaindustrie ihr Benefit. Ne? Und natürlich beeinflussen Medien und Politik unglaublich das Ganze. Es ist kein Geld dahinter pflanzlicher Nahrung. Ja? Ihr habt sicherlich noch nie eine Werbung gesehen
Ist eine Banane. Banane ist gut für dich. Ja? Oder ist eine Melone. Ist gut für dich. Ja? Das ist halt so. Ja? Muss man halt einfach so sagen. Da ist halt kein Geld dahinter. Steht auch in dem Buch drin, wie viel Geld die haben und wie viel nicht. Und das ist wirklich also ein sehr kleines, also die pflanzliche Nahrung haben sehr viel weniger Geld zur Verfügung als die Tiernahrung. Das ist halt so. Worum ich euch bete, ist natürlich auch euren gesunden Menschenverstand einzuschalten. Habe ich vorhin schon gesagt, wo sind die Leute dick, wo sind die Leute dünn, ja? Wo sind die Leute krank, wo sind sie gesund. Da die ganzen Studien finde ich alles ganz gut und schön und beweisen das natürlich auch alles, aber wenn man sich die Welt anguckt, dann ist es eigentlich relativ trivial. Habe ich hier noch ein Video? Oder erstmal nur einen Ton? So a difficult stage indeed. Pretty close call there. What exactly happened with more or less 5 kilometers to go? You really looked like you had a big setback. No huge setback. I mean, I think myself and Richie was definitely feeling out better than I was today, and I was running out of sugars there towards the end, so I had to ask him to go back and grab me some sugars from the car. What could have happened if there wasn't a car? Because you were not allowed actually to get sugar from the car. It was actually illegal at that point of the race. What could have happened there? Yeah, we'd actually had a little bit of a mechanical problem with the car earlier on. So, also was ihr jetzt hier gehört habt, ich weiß nicht, ob ihr es hören konntet, war halt, dass Chris Froome, der Tour de France-Gewinner von 2013 und 2015, der hatte halt quasi Blutzucker, also sehr niedrigen Blutzuckerspiegel im Blut und ist dann quasi gegen die Wand gefahren zum Schluss einer Etappe, ich weiß jetzt nicht genau, welche Etappe war. Und er sagt quasi, dass sein Helfer, der Richie Porte, der musste ihm quasi helfen und zum Support-Car gehen und ihm halt quasi ein Gear geben kann. Und das ist ja quasi schon ein Indiz dafür, dass, also Zucker sind halt essentiell für sportliche Leistung. Das ist ganz klar, aber es ist ja, denke ich, auch nichts Neues für euch. Ne? Das Gleiche hier, ihr wisst sicherlich gleich, wenn ihr den seht, wer das ist. Man sieht es schlecht, aber... This is not the face of the man who has ridden the Tour de France so far. At the bottom of the climb, Armstrong, to me, looked as though he was going to eat the field alive. He doesn't look that way anymore. Well, that was a double take there. You could just see Jan Ullrich looking over. He is probably somewhat surprised at this performance by Lance Armstrong, because earlier down the slopes he was left behind by the flying Texan, and now the tables have turned. Armstrong now is in difficulty, Phil. This is the first time we've seen any chink in his armour since the start of the Tour de France, and we're going to have to see whether or not Jan Ullrich has got any more power in his legs. I think, in fact, Armstrong has absolutely hit the wall. That was, without a doubt, the worst day I've ever had on a bike. We all know what it's, I think most of us know what it's like when you run out of energy and run out of food and you, in English we say you bonk. I had a lot of emotions. I was hungry, Ja, also quasi, habt ihr das alle verstanden, was er gesagt hat? So halb, oder? Er hat gesagt quasi, ja, genau das gleiche wie bei Chris Froome ist passiert, ja, ich hatte zu wenig Zucker, zu wenig Glykogen, konnte es nicht mehr nutzen, mir war schwindelig, ich war lightheaded, also ja, konnte nicht mehr klar denken und ja, der schlimmste Tag für ihn auf dem Fahrrad, meinte er. Ja. So, ist Veganessen die ultimative Lösung für Gesundheit oder die ultimative Gesundheit auch? Es gibt natürlich andere Faktoren, das ist ja ganz klar, das muss man natürlich beachten. Schlaf ist sehr essentiell, man sollte definitiv genügend schlafen. Dann, wie gehe ich mit meinen Mitmenschen um? Soziale Gesundheit, ganz wichtig. War ich heute schon im Sonnenlicht? Wie gestresst bin ich? Habe ich heute schon Sport gemacht? Habe ich genügend frische Luft auch eingeatmet schon? Bin ich wirklich dem nachgegangen, was mir wirklich Spaß macht? Und auch ein Punkt, denke ich zu viel an Zukunft oder Vergangenheit, bin ich nicht im Moment und so weiter. Gibt es natürlich noch andere Faktoren, das waren jetzt bloß die mir auch spontan eingefallen sind. Ja. Aber es ist, also vegan essen ist halt ein richtiger Schritt, ein sehr weiter Schritt in die richtige Richtung. Was ich auch immer sage, vertraut nicht mir, ja? Vertraut der Wissenschaft, was die halt überall sagen. Ja?
geschickt, nachher könnt ihr euch da alles durchlesen. Ich habe, glaube ich, auch noch auf dem Computer ein paar PDFs, die kann ich auch rumschicken. Kann man dazu tun. Okay. Und YouTube-Channel, wer jetzt keinen Bock hat zu lesen, kann ja sein, weil viele haben ja manchmal keine Lust, nach dem Studium noch irgendwie was zu lesen. Könnt ihr euch das gerne auch auf YouTube angucken. Ja. Wenn ich euch jetzt noch nicht überzeugt habe, oder euch die Gesundheit egal ist, dann solltet ihr es definitiv für die Tiere tun oder auch für den Planeten. Hier die Frage, ist es so schwer, liebevoll gegenüber Tieren zu sein, anstatt grausam Videos? Gibt es Videos von, will ich euch jetzt nicht zeigen, ihr wisst alle, wie mit Tieren umgegangen wird. Ja. Hühner KZs tragen nicht umsonst den Namen KZ. Immer noch nicht überzeugt? Dann könnt ihr gerne mich immer ansprechen oder mir schreiben, wie auch immer. Ihr könnt gerne mit mir Rennrad fahren gehen, laufen gehen, was weiß ich, fragt mich einfach. Ja. Dann ein sehr entscheidender Punkt ist hier, schenkt den Leuten Glauben, die das haben, was ihr wollt. Das hat er auch Herr Gabriel vorhin schon gesagt. Für mich ist es Langzeitgesundheit, Fitness, Stimulantien und drogenfrei und ohne Verkaufsgedanken. Das ist ganz wichtig. Vor allen Dingen bei den ganzen Low-Carb-Geschichten, da ist immer irgendein Verkaufsgedanke dahinter gewesen. Bei der Atkins-Diät, weil ihr die kennt, aber es ist halt die Diät, die Low-Carb-Diät quasi heraufbeschwört. Da wird so viel mit der Pharmaindustrie gemacht, Nahrungsergänzungsmittel oder auch, was weiß ich, da gibt es alles mögliche. Ja. Stellt die richtigen Fragen, ja. Und worum ich euch wirklich bitte ist, folgt eurem Herzen. Also ich mache es auch, weil mein Herz sagt, das ist richtig. Ja. Genau. Dann hier noch ein Zitat. We are convinced that if the plant-based diet came in a pill, it would be heralded on the front pages of newspapers and magazines around the world. Und ich finde das relativ passend. Ja? Also wenn die pflanzliche Ernährung in der Pille kommen würde, dann wäre sie überall zu sehen. Und gibt es hier Forks over Knives, gibt es auch ein Video, könnt ihr euch auch bei YouTube angucken. Und ja, finde ich relativ passend. Ich challenge euch, macht es 30 Tage, guckt wie es euch geht, sagt es mir, fragt mich. Es gibt genügend Rezepte, die ich euch auch gerne geben kann. Und genau, und jetzt ganz zum Schluss noch mal ein paar Beispiele berühmter veganer Sportler auch. Ja, es geht natürlich alle Schichten durch. Er bringt die vegane Szene in Deutschland auf jeden Fall auf den Punkt, also den Bodybuilder. Er ist sehr beeindruckend, er ist jetzt glaube ich schon 78 und er sieht halt auch aus wie 78 als Bodybuilder. Unglaublich, oder? Ich weiß nicht, ob er jetzt noch kommt, da kommt jetzt noch hier der Patrick Borumia oder so. Das ist der stärkste Mann der Welt, oder wie man so sagt. Das ist halt so ein Power-Lifter und der denkt halt auch vegan, die 55 Kilo, auch, ich glaube, 1,90 ist er groß. Und er sagt halt auch, ich brauche keine, oder ich bin sogar stärker mit pflanzlicher Ernährung. Wenn man es richtig macht, er macht es auch nicht richtig.
sehr beeindruckend, ja. Mr. Universe. Kann jeder von euch, ja. Couple Strongman lifted record breaking 500 Kilo oder was. So, genau. Das war es soweit erstmal von meiner Seite. So, jetzt bin ich natürlich gespannt auf die Diskussion. Habt ihr Fragen? Und schon Fragen geklärt. Also ich denke, das ist jetzt nicht selbstverständlich, dass der Franz Kulak daherkommt und sich bereit erklärt, das so darzustellen. Ich glaube auch, dass man genau solche Personen auch braucht, die sich beschäftigt, also aus der praktischen Sicht versucht haben zu reflektieren, sich weiterzubilden und das auch auf den Punkt zu bringen, was hinter der Überzeugung, hinter der Erfahrung steht. Unabhängig davon darf man Fragen, auch hinterfragen, in die Diskussion kommen. Es gab jede Menge Vorlagen, Hypothesen würde ich sagen, die Sie aufgestellt haben, mit Hintergrund und die man auch hinterfragen darf, und standen sich selber als die Aufgabe des Studiums auch zu reflektieren und eine eigene begründete Position zu finden. Ach so, was ich euch noch zeigen wollte. Das ist jetzt die Aufforderung zur Reflexion. Tom, wie komme ich denn hier ins Internet? Überlegen Sie schon mal Ihre Fragen und dann gehen wir einmal so. Kannst du einfach so Safari aufmachen? Was willst du machen? Internet Explorer einfach mal wissen. Der wollte jetzt hier reingehen? Nee, Internet Explorer einfach mal. Also, ja. Okay, was brauchst du? Sprich mal einfach, wer uns da ein bisschen weiter. Unabhängig von dem, was so rauskommt aus der Diskussion, ich habe hier 10 Hypothesen formuliert, die er eigentlich gesagt hat. Ich habe es jetzt in meine Worte gepackt. Wenn man die man jetzt in einer Literaturrecherche überprüfen könnte, auch was dahinter steckt. Ja? Wo man sagt, also das wäre die Möglichkeit, und ich habe von meiner Seite aus 2 kritische Fragen formuliert. So wie ich es da aufgeschrieben habe, würde ich das auch und auch die Workspace stellen. Ja? Dann können Sie da gerne von Ausgangspunkt nehmen für Ihre eigene Recherche, sprich das, was wir jetzt miteinander diskutieren. Was ist jetzt das Problem? Ich will bloß euch kurz zeigen, ich konnte es jetzt nicht reinbringen, weil die Seite so groß ist, wo man halt quasi so, jetzt kannst du. Wo man quasi seine ganze Ernährung eintragen kann und dann sehen kann, ob man wirklich jetzt alle Nährstoffe und so weiter aufgenommen hat. Ja? Das wäre schön, wenn die Facebook-Seite dann auch als... Tom, wie geht das Ad? Wie geht denn das Ad? Alt? Alt? Ja, alt und L. Alt und L. Ah, soll ich jetzt? Also ich habe einen Tag wollte ich halt raussuchen, es war der 6. Dezember, glaube ich, da habe ich 3800 Kalorien gegessen und ich hatte, ich glaube, 105 Gramm Protein quasi gegessen und das sind 1,5 Gramm ungefähr für mich pro Kilogramm und genau. Darmarsch ein. Nee. Ist zwar auf Englisch, es gibt auch eine deutsche Seite, aber ich mache es halt immer auf dieser einen Seite. Jetzt. Danke.
So, und jetzt zieh ich es einfach rüber, oder was? Ja? There we go. Das hier? So, dann kann man hier quasi den Tag auswählen. Ja? Und dann sieht man hier quasi, was ich da alles gegessen habe. Ne? Trägt man halt ein. Ja? Muss man sich auch ein bisschen schlau machen, was heißt. Okay? Das sollte jetzt nicht das Problem sein. Also Ernährungsprotokollierung. Genau, Ernährungsprotokollierung. Sieht man hier quasi Protein, Kohlenhydrate, Fette. Ne? Kann man sich auch die Grenzen selber festlegen. Wer jetzt auch nicht das mit dem Kohlenhydratreichen das machen will, ja, kann das gerne tun. Man sieht hier quasi 84% Kohlenhydrate, 7% Fett, 9% Protein ungefähr. Genau. Sieht man hier quasi fast alles im grünen Bereich, sage ich jetzt mal. Ja. Calcium nicht ganz voll, okay, aber ist alles in Ordnung. Hier Protein, ja, 104,5 Gramm und alle essentiellen Aminosäuren quasi hier abgedeckt. Denke ich, zeigt, dass alles mit rechten Dingen zugeht bei den Veganern. Ja. So, genau. Ja. Applaus kann man nie genug bekommen. Wir haben jetzt, ich mache folgenden Vorschlag, wir haben jetzt eine Viertelstunde Zeit, die Fragen zu stellen. Ich stelle dann das, was Sie mir an Materialien geben, einschließlich ein paar Publikationen, plus das, was ich hier protokolliert habe, auf DT Workspace hoch. Und damit beenden wir dann auch das Jahr. Im neuen Jahr starten wir dann nochmal mit einer Reflexion über vegane Ernährung, über die heutige Stunde. Und von dort aus gehen wir dann weiter. Wir haben ja noch die Wettkampfernährung vor uns. Ne? Da müssen wir ja noch ein Stück weiter. Ja? Gut, dann schießen Sie mal los. Was haben Sie für Fragen? Was möchten Sie beantwortet haben? Zwei Fragen. Hast du vielleicht irgendwas, dass du so schicken kannst bezüglich der Ernährung, also wie du das zubereitest und sowas? Wie das zubereitest? Rezepte, so meinst du? Ja, klar. Die praktische Umsetzung, ja. Ja, klar. Wie macht man das? Ja, ja. Meine Sache ist, du hast mir vorhin gesagt, dass du durch deine Ernährung halt sehr viele kurzkettige Proteine bekommst, richtig? Hast du das verstanden? Ja, kurzkettige, ja, sag ich mal. Ja. Da was eigentlich wichtig von beiden Arten zu bekommen. Das heißt, bei den langen Ketten, dass du halt dauerhaft Proteine zuführen hast, dass du dauerhaft damit arbeiten kannst. Das heißt, eigentlich so jede Stunde sozusagen was essen musst du, damit du ausreichend Proteine immer hast, oder? Nee. Also du siehst ja, bei mir ist alles. Ja, also, ich meine, wenn du nur kurzkettig hinzufügst, dann ist es doch. Also du musst verstehen, essentiell sind halt die Aminosäuren, ja? Und die sind halt alle damit abgedeckt. Deswegen, ich verstehe, was du meinst, ja, ich habe das auch schon mal gehört, aber es ist alles in Ordnung, wenn du das auch quasi nicht, du musst jetzt nicht jede Stunde essen, um da quasi alle Aminosäuren da irgendwie reinzukriegen. Ja? Du musst sie nur reinkriegen, das ist essentiell, wann ist relativ Stunde. Also eine Frage, die dahinter steht, ist die, wenn ich über den Tag verteilt Aminosäure schnell aufnehme, also wenn ich Aminosäure schnell aufnehme, muss ich dann häufiger über den Tag essen, damit meine Aminosäurenversorgung... Also ihr müsst natürlich wissen, es gibt so einen gewissen Aminosäurepool im Körper, ne? Und da kann quasi auch sehr viel mit gemacht werden erstmal. Ich glaube, ich habe mal eine Folie gehabt, da waren es 300 Gramm, glaube ich, aus denen kann man quasi auch schon sehr viel resynthetisieren. 2 bis 300 Gramm. Ne? Und ich hatte ja auch mal eine Vorlesung über Ernährung gehört, auch bei den Ernährungswissenschaftlern, jetzt nicht hier bei uns. Genau, und da ist quasi, also Protein ist halt overrated einfach, ja? Muss man halt einfach so sagen. Ja? Das waren 2 Fragen, ne? Ja, das waren 2 Fragen. Also wenn du noch Fragen hast, kannst du natürlich gerne auch mir noch schreiben. Ja, Tom? Ich kenne dich jetzt schon ein Stück länger, ich habe so ganz viele kurze Fragen zusammengefasst. Also ich glaube, aus deinem Vortrag habe ich jetzt mittlerweile gehört, du hast von veganem Essen und von veganem Leben, also ich glaube, du lebst vegan und dann noch so was. Ja, ja. Also ich versuche es halt so gut wie möglich zu machen. Also es ist natürlich manchmal sehr schwer, manchmal weiß man natürlich auch manche Sachen jetzt nicht, zum Beispiel, ich weiß jetzt auch nicht, ob der Schuh jetzt 100% vegan ist, wurde da irgendein Kleber benutzt, ob da irgendwelche Tierprodukte oder Tierversuche auch gemacht sind, weiß ich nicht natürlich. Ne? Aber kann man alles rausfinden auf der Webseite. Okay. Vielleicht habe ich es vorhin einmal gehört, seit wann? Seit Oktober 2013. Okay. Und jetzt so eine Frage so ein bisschen zusammengefasst, also ich meine, ich weiß, was du da vorne bringst, vielleicht sagst du es den anderen dann nochmal. Erstens, wie
Also man muss natürlich, wenn man das macht, so wie ich das mache, also ich koche halt immer vor am Abend. Wenn ich jetzt weiß, okay, ich habe Uni von 8 bis 16 Uhr oder was, ne, dann weiß ich, okay, Mensa, ist auch alles ein bisschen wenig und so, dann koche ich mir halt das vor und das ist halt gut. Ja, also ich koche halt Reis vor am Abend oder mache es manchmal auch früh und dann stecke ich mir das ein und dann ist es gut. Ja. Am einfachsten ist für mich, hier ist drin, sind einfach Datteln drin, ja, das ist gemixt mit Wasser, schmeckt super, glauben wir das. Und ja, einfach mit Wasser gemixt. Man braucht einen relativ guten Mixer, ansonsten wird es halt nicht so ganz cremig, beziehungsweise man hat Stücke noch drin. Und man kann das mit allem Möglichen machen. Kannst noch Blaubeeren reinmachen, Äpfel reinmachen, Bananen reinmachen. Es geht so mit relativ jedem Obst und das ist halt noch schneller als Kochen. Also wenn ich jetzt unglaublich viel Zeit mache, oder ich will schnell was machen, dann mache ich das halt gut. Ja, ganz einfach. Habe ich das beantwortet? Ja. Oder, ja, also vom zeitlichen Aufwand, wenn man natürlich sonst nur essen geht, okay, dann ist es natürlich erstmal, muss natürlich erstmal nicht dran gewöhnen. Weil noch, sag ich mal, ist die Gesellschaft nicht so dran gewöhnt, dass halt alle vegan essen. Ja. Und wenn wir jetzt einmal beim Essen gehen sind, eingangs wurde vom Italiener gesprochen, was hast du dann Brot? Na, ich habe ein Risotto gegessen mit Gemüse, war das. Und habe ich halt gefragt, man weiß, okay, Risotto könnte Parmesan drin sein, ja, habe ich halt gefragt, ist da Parmesan drin? Ja, können wir das wieder rauslassen, kein Problem. Also, das ist auch kein Problem, ja, wenn man da einfach sagt. Wenn man es nicht, also man muss es schon sagen, wenn man es nicht sagt, dann machen sie es halt rein, dann wundern wir sich ja, oh, da ist ja doch was drin. Ja. Ich lasse mich auch nochmal, ich habe aufgeschrieben, roh oder gekocht habe ich mir aufgeschrieben, weil ich habe jetzt auch mal geguckt, ich stehe jetzt gerade auf Raw dran, das ist roh ist, aber du hast dann natürlich verarbeitet. Ja, ja. Am Anfang hast du gesagt, von wegen so wenig möglich verarbeitet, da meinst du die Vorproduktion. Also es geht jetzt nicht darum, dass du es nicht verarbeitest, sondern es ist nicht, dass du die rohen Gewürze isst, sondern dass du die, auch kochst. Ja, also ich esse auch roh, also ich mache beides ja. Und das ist ganz wichtig auch natürlich. Ja, es wird natürlich sehr viel zerstört, auch durch Kochen und so weiter und so fort. Deswegen beides einfach essen. Ja. Dann habe ich, was sind Süßgräser? Süßgräser sind zum Beispiel Hafer, glaube ich, ist ein Süßgras. Ja. Da gibt es noch mehr, könnt ihr einfach googeln. Ja. Ich bin jetzt natürlich auch nicht allwissend. Ja, ist ja nur, weil ist wichtig, ja. Was man wissen kann. Und dann wollte ich gerne fragen, wenn du jetzt, weil da habe ich einen Punkt von wegen substanzfrei, also hormonfrei und stimulantienfrei, wie stehst du da jetzt im Alkohol gegenüber? Ist das jetzt für dich das Tabu? Also ganz wenig. Ja. Also ich trinke einen harten Stuff trinke ich überhaupt nicht. Also wenn, dann trinke ich halt mal ein Glas Wein oder so. Aber ansonsten halt gar nicht. Zählt für mich mit rein, vegan heißt auch kein Alkohol. Das kann man machen, wie man will, natürlich. Also ich bin dafür, dass man sehr, sehr wenig Alkohol trinkt, beziehungsweise gar keinen Alkohol trinkt. Und ja, es gibt natürlich auch Veganer, die trinken mehr Alkohol. Ja. Also es ist jetzt nicht mit vegan gleich einhergehend, dass man jetzt kein Alkohol trinken muss. Okay. Das gehört da nicht aber jetzt auch dazu. Ja. Gibt es Tage, an denen du Russland machst? Nee. Gar nicht. Nee, gibt es nicht. Also ich will es auch gar nicht. Ja. Also da sind einfach, kommen viel zu viele Gedanken bei mir in den Kopf rein. Ja. Also es gibt zum Beispiel auch in der Milch, das wird jetzt viele schocken, aber die Industrie verkauft es als somatische Zellen. Ja, somatische Zellen sind Eiterzellen. Ja, und da gibt es halt so einen Richtwert. In den USA sind es, glaube ich, so 750.000 Eiterzellen auf ein Glas Milch irgendwie. Ist natürlich dann in allen Milchprodukten drin irgendwo und ich habe irgendwie nicht so Lust auf Eiter, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ja. Die Kühe, die stehen halt in der Scheiße rum, sage ich jetzt mal ganz okay, ja, und dann kriegen die halt Antibiotika, also die kriegen halt Entzündung, kriegen Antibiotika und dann ist halt da quasi mit Eiter drin. Habe ich keine Lust drauf. Ja. Aber ich mache keine Ausnahme. Und was ich auch dazu sagen muss, früher habe ich ja natürlich auch mal Fleisch gegessen, so, das ist natürlich, wenn man relativ qualitatives Fleisch isst, ja, und nicht das 99 Cent Fleisch von Aldi oder was, ja, dann ist es natürlich relativ teuer auch. Ne? Und ich habe festgestellt, ich kann einfach mehr Kalorien essen und trotzdem das gleiche Preislevel halten. Ja? Also ich gebe ungefähr so 200 € aus, habe ich davor ausgegeben, gebe ich jetzt auch aus im Monat. Ja? Und ich kann trotzdem mehr Kalorien essen. Und ich habe auch mehr Energie, ist ja klar, mehr Kalorien, mehr Energie. Das wollte ich mir auch noch eingefallen, also du hast erzählt, dass du 2013 halt dieses krank warst und so, und dann hast du dich den Entscheidung getroffen, hast es mit dem
waren dann für dich auch festgelegt oder nach dieser Challenge hast du dann auch weitergemacht. Und hast du dann ab dem Punkt auch schon gesagt, okay, ich mache jetzt die volle Kanne vegan, also ich gehe jetzt voll vegan, ich mache auch keinen, also ich mache nicht Veganismus, ich esse nicht nur vegan, ich lebe richtig vegan. Das war für dich, also das hat sich so entwickelt, sage ich jetzt mal. Also ich habe jetzt nicht gleich das gemacht, so. Also ich habe natürlich erstmal mich aufs Essen fokussiert, aber ich muss halt sagen, ich habe das halt aufgrund der Leistung erstmal gemacht. Ne? Und dann liest du das natürlich alles durch und dann merkst du, okay, ethisch, moralisch ist da halt auch ein bisschen was dabei. Ja, dann verfestigt sich das halt irgendwann über die Jahre. Ja, genau, natürlich im Endeffekt über das Essen, dass du sagst, okay, ich esse vegan und dann hast du dich gefahren. Ja, genau. Also ich kaufe halt keine Lederprodukte oder so. Ich habe natürlich noch Ledergürtel oder ich habe auch noch Lederschuhe, aber da war ja schon der Schaden war ja schon da. Also trage ich das auch noch weiter. Ja. Finde ich jetzt nicht verwerflich. Ja. Das ist dein ethischer, also dein Beweggrund sozusagen, du möchtest einfach, dass für dich das nicht benutzt hast. Du möchtest das nicht benutzen. Genau. Wenn ich vielleicht ein bisschen mehr gehen, inwieweit hast du denn, also bist du irgendwie aktiv politisch oder so? Nee, das muss ich halt gleich dazu sagen, ich bin das ist ja auch voll okay. Ich meine, es gibt ja meinen Cousin zum Beispiel, der ist auch Veganer und der ist halt zum Beispiel, der ist Greenpeace aktiv und so, weil er der Meinung ist, dass er diesen Leuten diese Message auch rüberbringen muss. Weil jetzt würde ich dir noch fragen, du stehst jetzt hier, du erzählst uns das und dein Anliegen ist natürlich, uns auch darüber zu informieren, aber ein Stück weit halt auch, also vielleicht hast du das vielleicht auch darüber nachgedacht, dass die Leute uns ja natürlich auch beeinflussen. Ich glaube, das vielleicht auch für dich auch ein Beweggrund war, hier aufzutreten. Sicherlich, klar. Also ich will ja, dass es allen Leuten besser geht. Ich will, dass es den Leuten gut geht, dass es den Tieren gut geht, dass es dem Planeten gut geht. Und deswegen bin ich hier. Ja. Ganz klar, aber ich bin nicht politisch aktiv. Nee. Aber es ist natürlich gut, wenn man jetzt da irgendwie bei Greenpeace das macht oder so. Das finde ich auch gut, klar. Ja. Du hast vorhin zum Einlösen vom metabolischen Schaden gesprochen. Ja. Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen tiefer drauf eingehen. Und einhergehend mit dieser Frage geht es dir jetzt seit 2013 besser. Ich nehme an, das musst du ja nicht weitermachen. Ja, definitiv. Ja. Inwieweit geht es dir halt besser? Ja gut, ich kann es jetzt natürlich nicht quantifizieren, wie viel es besser mir geht. Ja, das denke ich klar, aber mir geht es besser. Also ich habe in Bezug auf die Leistung, also gab es da eine Leistungssteigerung vielleicht? Oder gut, weil damit hast du ja gerade gesagt, dass du es da angefangen hast. Also ich habe den Eindruck, muss ich jetzt sagen, es ist subjektiv, dass ich mehr leisten kann, beziehungsweise mit weniger Training mehr erreichen kann. Also quasi eine bessere Effizienz, eine bessere Trainingseffizienz erreichen kann. Das auf jeden Fall. Was war noch? Ach, mit metabolischen Schaden. Genau. Ja, also man sieht es ja immer wieder, ich denke, viele Mädchen zum Beispiel sagen halt, okay, oder wenn ihr jetzt nicht selber seid, ihr kennt ja auch viele Mädchen, dann halt im Sommer, oh Gott, ich muss jetzt hier 5 Kilo abnehmen oder ich muss 10 Kilo abnehmen oder was weiß ich. Und dann essen sie nichts. Beziehungsweise nur sehr, sehr wenig, 500 Kalorien, 1000 Kalorien. Das ist natürlich unglaublich wenig. Ja. Ich glaube auch sogar die DGE gibt raus oder die WHO gibt auch raus, 2100 Kalorien ist so Mini-Minimum. Ne? Und alles was darunter ist, ist quasi Hungerstatus. Ne? Und was dann passiert, ist natürlich, der Stoffwechsel wird langsamer. Wenn ihr weniger esst, wird der Stoffwechsel langsamer. Aber wenn ihr dann quasi das für eine Weile macht, okay, dann kommt halt irgendwann der Hungerattacke oder was weiß ich, und dann kommt halt der Jojo-Effekt an. Das ist halt unvermeidbar. Und das ist der metabolische Schaden, den man halt zugefügt hat, weil man einfach weniger gegessen hat oder zu wenig gegessen hat. Das ist ganz, ganz essentiell. Deswegen diese ganzen 10-Wochen-Programme oder was man einem verkaufen will, hier macht 12 Wochen das und bla bla bla, alles totaler Bullshit. Ja? Das wird nicht funktionieren, das ist alles so kurzfristig. Ich bin für langfristige Gesundheit, ganz einfach. Ja? Deswegen immer genügend essen von dem Richtigen. Ja? Wenn man jetzt natürlich sagt, okay, ich esse genügend und esse dann Käse, Eier, bla bla, sein ganzes Leben, wird kaum funktionieren. Ja? Also, wir lassen die Position mal so stehen, wir sind so kurz vor Ende des Seminars. Ich würde vorschlagen, ich lese jetzt einfach mal das vor, was ich da so hingeschrieben habe und würde das dann, wenn das jetzt so einigermaßen so stimmt, würde ich das einfach auch mit auf die Tour. Also, das Thema von Ihnen war Veganismus. Sie haben gesagt Low Carb als persönlich, da haben Sie die Leistungsfähigkeit ging herunter und Sie haben Gewicht zugenommen. Sie haben dann als Beispiel Carl Lewis genommen mit dem Zitat,
was er sagt, ich brauche keine tierischen Produkte, um Olympiasieger zu sein und so weiter. Die Sportler aus Kenia und dann haben sie die Gründe für Produktkonsum benannt: Gewohnheit, Tradition, Verfügbarkeit, Geschmack haben sie da als Folie. So, jetzt habe ich ein paar Hypothesen aufgeschrieben, und zwar einfach in meine Worte aus dem, was ich so rausgehört habe. Hypothese 1. Alle essentiellen Makro- und Mikronährstoffe werden zugeführt durch die vegane Ernährung. 100%. Kann ich da noch kurz was sagen? Nee. Hypothese 2, die Energiezufuhr ist hinreichend, ja, bezogen auf das da hier. Hypothese 3, die sportliche Leistungsfähigkeit wird gesteigert. Hypothese 4, es wird hinreichend Flüssigkeit zugeführt. Hypothese 5, vegane Ernährung ist nicht teurer oder teurer als anderes. Sie kriegen das hinterher, dass Sie nochmal korrigieren können. Ne? Hypothese 6, tierische Nahrungsmittel sind assoziiert mit Krankheitsrisiken, Klammern, durch Entzündungsförderung, also wenn es um Arteriosklerose geht, ist damit gemeint. Hypothese 8, aus tierethischen Gründen sollte man vegan essen bzw. vegan leben, das kam zwischendurch. Und jetzt auch die Frage, wie weit könnte das gehen bis zur Kleidung, ne? Oder zum Verhalten. 9, kommerzielle Interessen führen die Basisernährung vieler Menschen in die falsche Richtung. Hypothese 10, den persönlich überzeugten Menschen sollte Glauben geschenkt werden, was die vegane Ernährung angeht, und man sollte ihrem Beispiel folgen. Das war so ein Stück weit die Frage: Bist du überzeugt, möchtest du andere überzeugen? Ja? Und Sie hatten das ja zwischendurch so gesagt. Zeugnis geben von dem, was du überzeugt hast. 11. Der praktische Aufwand zur Umsetzung der veganen Ernährung ist höher als bei, was auch immer eine normale Ernährung ist, so wie das jetzt hier ist. Das habe ich jetzt so rausgehört. 12. Veganer leben gesünder. Im umfassenden Sinne, nicht Krankheitssinne. Ja? Hypothese 13, vegan leben vermeidet Suchtverhalten bzw. Süchte. Es kam zwischendurch mal in Folie. So, und dann habe ich noch 3 kritische Fragen dazu getan, die sind von mir. Ja. Kritische Frage 1, was spricht gegen ein gutes Stück Fleisch oder Fisch? Kritische Frage 2, was spricht gegen ein Glas Milch, ein Stück Butter, ein Stück Käse oder ein Ei? Also in geringen Mengen gesprochen. Ne? Kritische Frage 3, berücksichtigt vegane Ernährung das Essen von Fleisch als Kulturgut hinreichend? Nochmal bitte. Ja, das ist schwierig. Berücksichtigt vegane Ernährung das Essen von Fleisch als Kulturgut, also wenn ich Fleisch esse, ja. Man muss sich mal so die Tradierung von Hausrezepten, von regionalen Rezepten, ich spreche jetzt nicht vom Thüringer Kloß, sondern von der Rostbratwurst, ja? Vom Rostbrädel. Das ist ein Kulturgut, das gibt es überall. Die Nürnberger Würstel, die Leona im Saarland und so weiter. Das ist ein Kulturgut. Ja. Wenn ich jetzt vegan wäre, schnipsel ich einfach diese Traditionen ab. Und die Frage ist einfach, wird das hinreichend bei dem Veganismus berücksichtigt, dass das Teil des Lebens von Menschen ist? Das brauchen wir jetzt nicht beantworten, aber das ist eine sehr ernst gemeinte Frage. Ja? Das ist so das, was ich mache den Vorschlag, ich schicke Ihnen das nachher mal per E-Mail, nur dass Sie, ob das so getroffen ist, ja? Bleibt ja meine Formulierung, ich würde das mal so zur Diskussion stellen. Ich behaupte, jede dieser Hypothesen lässt sich per Literaturrecherche überprüfen. So, weil wir sind ja nicht die Ersten, die darüber nachdenken. Und das wäre eine Möglichkeit, wo Sie richtig, auch wenn Sie weiter studieren wollen, also im Selbststudium weiterkommen wollen in den Fragen, dann können Sie richtig vorwärts kommen. Und deshalb habe ich das mal so mitgeschrieben, dass Sie vielleicht auch ein Beispiel haben, wie man aus solchen Dingen, damit man sie nicht einfach übernehmen muss, auch Hypothesen formulieren kann, um sie aus wissenschaftlicher Sicht zu überprüfen. Ja? Und da wäre ja dann schon viel gewonnen, wenn so eine kritische Reflexion dadurch zustande kommt. Ich würde vorschlagen, wir beenden das jetzt, das Seminar an dieser Stelle. Wir nehmen den Ball nochmal auf im ersten Seminar im neuen Jahr und machen dann aber auch im Seminar
ganz herzliches Dankeschön. Ja, vielen Dank auf meiner Seite, dass ihr so aufmerksam zugehört habt, mitgearbeitet habt, wie auch immer. Ja. Und allseits wünsche ich ein frohes, besinnliches, friedvolles und gesegnetes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch.